Heute kam in FIFA 23 schon etwas überraschend die erste SBC raus. Und zwar zu Wants to Watch Di Maria. Wie gewohnt schauen wir uns auf diesem Channel in dem Machen- oder Lassen-Format an, ob sich die SBC für dich lohnt oder eher nicht. Wenn du auch schon wieder Bock auf das Format in FIFA 23 hast, dann lass gerne mal ein Like und ein Abo da, um uns zu unterstützen. Wir haben an dem Format nochmal ein paar Sachen geändert. Schreib uns deine Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Jetzt aber los mit der SBC. Di Maria ist ja zu Juventus Turin gewechselt. Dafür hat er jetzt auch diese Wants-to-Watch-Karte bekommen. Die kann sich im Verlauf des Jahres weiter upgraden, mehr dazu gleich. Das Besondere bei Di Maria ist auf jeden Fall, dass er 5 Sterne Skills hat. Das ist für den Start von FIFA echt immer ziemlich selten und eine nice Sache. Gleichzeitig hat er aber nur 2 Sterne Weakfoot, was echt ziemlich schwach ist. Der Schuss mit seinem schwachen Rechten wird hier also echt nicht allzu gut sein. Di Maria ist dazu 1,80 Meter groß, was für einen Flügelspieler relativ groß ist, und er hat noch gute Arbeitsraten mit Hochmittel. Kommen wir mal zu den Werten. Der nächste nicht ganz so gute Stat ist hier sein Tempo. Hier hat er nur 79, was für einen Flügelspieler echt nicht so gut ist. Hier haben auch schon die meisten Startkarten deutlich mehr. Sein Schießen ist dann auch nicht ganz so gut, gerade der Abschluss mit nur 76. Dafür kann er ganz gut passen. Die meisten Flügelspieler haben hier deutlich weniger. Richtig gut ist Di Maria bei den Dribbling-Werten, gerade was die Beweglichkeit und den Dribbling-Stat angeht. Das ist auf jeden Fall sehr ordentlich. Die beste Ausdauer hat Di Maria leider nicht und auch die Stärke mit 61 lässt zu wünschen übrig. Dafür bringt Di Maria noch ein paar Trades mit, unter anderem den Außenrissschuss und den Flair-Trade. Di Maria kann sich durch die Wants-to-Watch-Karte wie gesagt weiter upgraden. Er würde hier übrigens direkt ein Upgrade auf 86 bekommen. Nochmal als Erinnerung, ein Wants-to-Watch kann ein Upgrade bekommen, zum einen, wenn die Karte einen Inform sammelt, also einfach einen leistungsbasierten Team of the Week, oder wenn die Nation, in dem Fall Argentinien, ein Spiel bei der kommenden WM gewinnt. Ein weiteres Upgrade kann die Karte kriegen, wenn der Verein, also in dem Fall Juventus Turin, 3 der nächsten 8 Ligaspiele gewinnt. Generell ist das alles bei Di Maria relativ wahrscheinlich, auch wenn Juve eher schlecht in die Saison gestartet ist. Kommen wir zum Chemistry-Style, das ist relativ leicht. Hier würden wir einfach mit dem Hunter gehen, da Di Maria unbedingt ein Tempo-Upgrade braucht. Di Maria hat durch die Liga und die Nation einige Link-Möglichkeiten. Gut linken tut er zum Beispiel zu Cuadrado, Chiesa oder Dybala, der auch Argentinier ist. Wenn dir dieses Video bisher gefallen hat, dann lass doch jetzt gerne mal ein Like da, um uns zu unterstützen. Für die Di Maria SBC muss man 2 Teams abgeben, ein 83er-Team und ein 84er-Team. Was für den Start von FIFA echt leider ein bisschen viel ist. Der Preis liegt hier umgerechnet bei ca. 27.000. Der Preis kann hier aber in Zukunft auch noch ordentlich schwanken. Neben der Karte bekommt man ja auch noch 2 Packs, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Hier bekommt man ein paar Goldspieler, aber allerdings nur einen seltenen. Die SBC läuft noch bis zum Donnerstag, also noch 3 Tage. Schauen wir uns mal Alternativen an. Hier gibt es natürlich die normale Di Maria Goldkarte. Die kostet im Vergleich nur 12.000, also etwas mehr als die Hälfte. Die Werte sind hier natürlich noch genau gleich. Auf dem rechten Flügel aus Argentinien gibt es Correa in der Goldversion, der kostet ungefähr 16.000. Der ist zwar Stürmer, kann aber wie gesagt auch auf rechts spielen, hat insgesamt bessere Werte, gerade für den Flügelspieler. Und ganz interessant ist auch noch Cuadrado, der kostet aktuell rund 12.000, hat eben auch wie Di Maria 5 Sterne Skills und spielt halt auch im gleichen Verein, hat aber dazu auch echt gute Offensivstats. Er ist zum Beispiel deutlich schneller und kann auch noch gut dribbeln. Der ist auf jeden Fall auch eine Alternative, wenn man einen rechten Flügel aus der Serie A mit 5 Sterne Skills spielen will. Soweit zu den Alternativen, kommen wir mal zur Community-Meinung. Auf Futbin wurde die SBC eher schlecht bewertet, viele sind hier sauer, weil die SBC doch relativ teuer ist und die Karte nicht so nice ist. Ähnlich sieht es auf unserem Discord-Server aus, ein paar Leute waren hier noch gnädig, aber die meisten haben doch für lassen abgestimmt. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Klar ist die erste SBC in einem FIFA-Teil immer nice. Di Maria ist halt besonders durch die 5 Sterne Skills. Allerdings hätten wir zu Beginn von dem FIFA-Teil echt mit einer günstigeren SBC gerechnet. Oder halt eben eine stärkere Karte. Natürlich kann sich der Wants-to-Watch hier noch ganz gut upgraden, das wird aber wahrscheinlich noch etwas dauern. Zudem gibt es mit Cuadrado, der auch 5 Sterne Skills hat, eine gute Alternative aus der gleichen Liga. Rein neutral betrachtet, also wenn man wirklich bestmöglichst in FIFA reinstarten will, würden wir hier zu dieser SBC auf jeden Fall lassen sagen, da es einfach nicht so großen Sinn ergibt. Wenn du allerdings einen nicen Start hattest, schon viele Coins hast, kannst du die SBC natürlich als Sammlerstück mitnehmen. So teuer ist die SBC jetzt auch nicht und die Karte könnte sich in Zukunft noch upgraden.
Was ist deine Meinung? Schreib uns das jetzt unbedingt in die Kommentare. Schau dir jetzt gerne noch das Video im Abspann an und wir sehen uns beim nächsten Video.